In diesem Video zeige ich euch einen neuen Weg, wie ihr den Zugriff auf Apps per Face ID oder PIN-Code sperren könnt. Viel Spaß! Nach wie vor haben viele Nutzer das Bedürfnis, bestimmte Apps zu sperren und das Öffnen zum Beispiel nur per Face ID bzw. PIN-Code zu erlauben. Und auch wenn es einige Apps gibt, die eine solche Funktionalität anbieten, gibt es bis heute aber keinen offiziellen Weg von Apple, der es erlaubt, jede beliebige App zu sperren und vor Zugriff zu schützen. Ich zeige euch aber jetzt einen kleinen Trick als Workaround, mit dem ihr das Öffnen von Apps recht einfach durch eure Face ID bzw. euren PIN-Code sperren und so eure Inhalte und Daten schützen könnt. Das Ganze sieht dann wie folgt aus. Ihr seht, wenn ich jetzt hier beispielhaft die Aktien-App starte, dann wird hier mein Handy sofort gesperrt. Ihr seht, es ist gesperrt und ich kann jetzt hier nur per Face ID das Handy wieder entsperren, um die Aktien-App dann zu benutzen. Und wie einfach ihr das einstellen könnt, zeige ich euch jetzt Schritt für Schritt. Wir machen uns für diesen Trick die Kurzbefehle-App zu nutzen und hier konkret die Automation. Wenn ihr die Kurzbefehle-App gestartet habt, müsst ihr sicher gehen, dass ihr hier unten auf dem Tab Automationen seid und dann müsst ihr hier einmal auf persönliche Automation erstellen tippen. Scrollt nun ein Stück nach unten, bis ihr hier zu dem Menüpunkt App kommt und wählt diesen aus. Hier in dem Bereich App müsst ihr nun auf den Punkt Auswählen tippen und jetzt könnt ihr all die Apps auswählen, die ihr gerne vor Zugriff mit eurem PIN-Code oder Face ID schützen wollt. Ich nehme jetzt hier beispielhaft einmal die Aktien-App, dann nehme ich hier zum Beispiel mal den Chrome-Browser oder auch Facebook und dann vielleicht noch hier die Mail-App. Und wenn ihr dann hier alle Apps ausgewählt habt, die ihr gerne sperren wollt, müsst ihr einfach einmal auf Fertig tippen und dann hier auf den Menüpunkt Weiter. Und unter Aktion hinzufügen müsst ihr dann einmal hier oben in das Suchfeld die Suchwörter Timer starten eingeben. Dann findet ihr hier unten diese Option, tippt die einmal an. Und jetzt müsst ihr hier einmal auf diese 30 tippen und dann eine 1 einfügen und dann müsst ihr hier auf Minuten tippen und die Sekunden auswählen. Und jetzt habt ihr quasi gesagt, dass wenn die App gestartet wird, soll ein Timer für 1 Sekunde gestartet werden. Tippt dann auf Weiter und hier müsst ihr nun sicherstellen, dass ihr die Funktion vor Ausführen bestätigen deaktiviert. Das müsst ihr dann nochmal hier bestätigen, indem ihr hier auf Nicht bestätigen tippt. Und jetzt könnt ihr auf Fertig tippen. Und jetzt seid ihr hier mit der Konfiguration in der Kurzbefehle-App auch schon fertig. Wenn ihr später nachträglich weitere Apps hinzufügen wollt, die ihr schützen wollt oder vielleicht auch Apps rausnehmen wollt, dann müsst ihr einfach nur in der Kurzbefehle-App einmal diese Automation antippen und dann hier auf diesen Menüpunkt, wenn eine App gestartet wird, tippen und hier unter dem App-Punkt könnt ihr dann wieder beliebig entweder Apps abwählen oder weitere Apps hinzufügen. Jetzt müssen wir noch einmal in die Uhren-App wechseln, also hier in diese offizielle Uhr-App von Apple und dann hier unten auf den Menüpunkt Timer gehen und dann hier müssen wir auf Timer Ende tippen und ganz bis ans Ende scrollen und Wiedergabe stoppen auswählen und das Ganze dann einmal hier durch Tippen auf Einstellen bestätigen. Dann können wir diese App auch verlassen und jetzt sind wir mit der Konfiguration fertig. Diese ganzen Einstellungen, die wir jetzt vorgenommen haben, die müsst ihr auch nur einmal vornehmen und könnt dann, wie gesagt, im Nachhinein hier beliebig Apps zu dieser Automation in der Kurzbefehle-App hinzufügen oder auch wieder rausnehmen. Und ihr seht, wenn ihr jetzt eine der entsprechenden Apps startet, die wir eben in der Automation ausgewählt haben, öffnet sich diese nur für 1 Sekunde, weil quasi hier über den Kurzbefehl dieser Timer gestartet wird und wenn dieser abläuft, haben wir eben dann ausgewählt, dass das Ganze beendet werden soll, dann wird automatisch euer iPhone gesperrt. Und mit diesem kleinen Workaround habt ihr dann quasi erreicht, dass durch das Öffnen und mit der Kombination des Timers hier der Zugriff auf die App limitiert wird. Und ihr seht, erst wenn ich das jetzt per Face ID entsperre, habe ich Zugriff auf die Aktien-App. Ich kann das auch nochmal machen mit der Mail-App, die wir ebenfalls gesperrt haben. Ihr seht, die wird sofort nach 1 Sekunde gesperrt. Und erst wenn ich hier mit meinem Gesicht in die Nähe komme und Face ID aktiviere, erhalte ich den Zugriff auf diese App. Entsprechend ähnlich läuft das dann natürlich mit der PIN-Code-Eingabe. Ihr könnt die Automation auch jederzeit nach Bedarf ein- bzw. ausschalten, wenn ihr zum Beispiel im eigenen Gebrauch diese Funktionalität deaktivieren wollt und sie nur einschalten wollt, wenn ihr zum Beispiel euer iPhone an jemand anders abgebt, dann müsst ihr einfach nur in die Kurzbefehle-App gehen und dann seht ihr hier unter dem Menüpunkt Automation die eingestellte Konfiguration, die ihr nur einmal antippen müsst. Und dann habt ihr hier oben diese Funktion Automation aktivieren und die könnt ihr dann nach Bedarf ein- bzw. ausschalten, um so diesen PIN-Code-Schutz bzw. Face-ID-Schutz für den App-Zugriff zu aktivieren oder zu deaktivieren. Und solltet ihr die Automation einmal ganz löschen wollen, dann müsst ihr einfach nur hier auf diese Automation einmal nach links wischen und dann habt ihr hier den Menüpunkt Löschen, um sie komplett zu entfernen.
Natürlich handelt es sich bei dieser Methode um einen Workaround, der nicht 100% perfekt ist. Ihr habt gesehen, wenn ich die App starte, dann sieht man für eine Sekunde, bevor dann dieser Kurzbefehl greift, kurz die Inhalte der App. Und ihr habt auch gesehen, dass hier jedes Mal diese Mitteilungen von der Kurzbefehle-App erscheinen, sowohl hier oben als dann auch später im Sperrbildschirm. Diese könnt ihr deaktivieren, wenn ihr zum Beispiel in die Einstellungen geht und dann dort auf den Menüpunkt Bildschirmzeit und dann hier einmal auf alle Aktivitäten anzeigen geht. Wenn ihr dann hier ganz nach unten scrollt, findet ihr hier den Bereich Mitteilungen und dann halt auch die Mitteilung für die Kurzbefehle-App. Wenn ihr die hier jetzt nicht antippen könnt, dann müsst ihr einmal hier oben über diese Pfeile kurz einen Tag zurückspringen und dann wieder einen Tag vor oder beziehungsweise eine Woche. Und ihr seht, jetzt könnt ihr hier diesen Punkt auch antippen, die Mitteilung für die Kurzbefehle, und könnt dann hier jetzt einfach alles deaktivieren. Und dann werdet ihr sehen, erscheinen jetzt auch diese Mitteilungshinweise nicht mehr. Wenn ich jetzt die Aktien-App öffne, wird sie automatisch nach einer Sekunde gesperrt. Und ihr habt gesehen, diese ganzen Banner-Hinweise der Mitteilungen-App von den Kurzbefehlen werden nicht mehr angezeigt. Allerdings ist das leider nur temporär, denn spätestens beim nächsten Neustart erscheinen die Banner wieder. Hier gibt es leider noch keine dauerhafte Lösung, die Apple erlaubt, um diese Mitteilung der Kurzbefehle-App zu deaktivieren. Aber so könnt ihr euch zumindest übergangsweise behelfen. Ein weiterer Nachteil dieser Methode ist natürlich, dass wir hier die Grundkonfiguration für den Timer auf Wiedergabe stoppen gestellt haben. Das heißt, solltet ihr den Timer öfters im Alltag für andere Dinge benutzen, dann erhaltet ihr jetzt hier keinen Hinweiston mehr, wie es der Fall wäre, wenn ihr hier einen entsprechenden Hinweiston ausgewählt hättet, sondern wie gesehen wird dann halt einfach die App beendet und das iPhone gesperrt, sollte es entsperrt sein. Aber wenn ihr den Timer nicht häufig benutzt, dann ist das zu vernachlässigen. Und ich finde, insgesamt läuft der Prozess hier auch recht flüssig. Mit Face ID sowieso könnt ihr euch nach dem Starten der App sofort per Face ID wieder freischalten und aktivieren. Falls ihr das dann im Alltag selber nicht als störend empfinden wollt, könntet ihr dann aber ja auch hingehen und wie gezeigt die Automation temporär halt einfach deaktivieren. Aber trotz dieser Nachteile finde ich, ist das ein ziemlich cooler und einfach umzusetzender Workaround-Trick, um Apps zu sperren und den Zugriff nur noch per Face ID bzw. PIN-Code zu erlauben und so die Daten und Informationen aus den Apps vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. In einem anderen Video hatte ich euch auch noch einen anderen Weg, nämlich über die Bildschirmzeit und App-Limits gezeigt, den ihr wählen könnt, um Apps zu sperren. Aber ich finde, dieser hier ist noch etwas einfacher umzusetzen und im Alltag auch einfacher anzuwenden. Und deswegen empfehle ich euch, probiert es einfach mal aus. Ich finde, es ist bisher der beste Weg, den es gibt als Workaround, um Apps vor Zugriff zu schützen und dass sie dann halt nur, nachdem man sich per Face ID authentifiziert hat oder durch die PIN-Eingabe geöffnet werden können. Falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm doch gerne einen Daumen nach oben. Abonniert am besten gleich hier unter diesem Video kostenlos unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft kein iPhone-Tricks-Video von uns mehr verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.